¿qué tal, Tangueros? Wir machen die Zusammenfassung von heute. Zeigen wir erstmal die Kombination. Und das ist ein Bonus. Aber das werden wir erst am Ende erklären, wie das funktioniert. Wir haben mit einer ganz einfachen Übung angefangen, das war einfach nur Laufen und Ochos rückwärts. Warum? Weil es hier immer ein kleines Problem gibt. Das. In dieser Spannung entsteht oft. Und diese Spannung wollen wir jetzt nicht. Wir wollen, dass sie einfach gerade ist. Das hier, der obere Teil, der untere Teil, alles gerade, statt das. Kann man das machen? Kann man. Muss man? Muss man nicht. Die zweite Sache, die Ochos rückwärts. Die Ochos rückwärts. Da ist wichtig, dass sie irgendeine Verantwortung auch nimmt und die Ochos nahe zu dem Mann macht. Also nicht einfach nur, der Mann hat mich da geführt, man kann sie ja woanders führen, aber sie sollte daran denken, dass die Ochos nahe sein müssen, nahe zu dem Mann, nahe zu dem Mann. Meine Aufgabe ist, das zu erleichtern. Noch eine Sache, dass ich mit jemandem besprochen habe. Beim Gehen muss man nicht unbedingt rotieren. Also manche unterrichten so eine Rotation beim Gehen. Muss man nicht machen unbedingt. Das gehört zu dem Konzept, dass man sagt, die Energie der Menschen ist so wie eine Acht. So, so, so und so. Deswegen, wenn wir gehen, gehen wir so. Und gehen wir nicht so. Weil man sagt, das ist die Energie der Affen, das eigentlich wie eine Null ist und nicht wie eine Acht, so wie die Energie der Menschen. Und daher entsteht auch dieses Konzept, dass man im Gegenteil rotieren muss, wenn man läuft. So. Habe ich ein paar Jahre probiert und tatsächlich bringt nichts. Ist ein Quatsch. Kann man machen, muss man nicht. Hat das Vorteile? Nein. Es hat keinen Vorteil überhaupt. Zumindest beim Gehen hat das keinen Vorteil. Wenn ich zum Beispiel hier gehe, hier außen vorbei, das hat doch einen Vorteil. Wenn ich nur gerade bleibe, dann verliere ich sie. Wir wollen doch zueinander rotieren. Aber es sollte daran fokussiert sein, mehr die Mitte von dem anderen zu suchen, aber nicht nur ein Konzept, zum Beispiel beim Laufen, das eigentlich keine Vorteile hat. Nicht alles, was man machen kann, muss man unbedingt. Planeo. Wir können einen normalen Voleo machen, eine Parada, oder wir können einen Planeo machen. Also wir nicht. Sie macht den Planeo. Und genau das ist der Punkt. Sie macht den Planeo. Ich gebe ihr nur die Idee, dass ich ein Planeo will, obwohl sie könnte den Planeo auch alleine machen, ohne dass ich das vorschlage. Wenn sie das entscheidet, sie will den Planeo da machen, ich mache auch mit. So ist das immer. Aber ich gebe ihr den Vorschlag. Wie sieht der Vorschlag aus? So. Okay? Wie ich sage, jetzt vergrößern wir das. Es sieht so aus. Also ein bisschen nach unten, ein bisschen in die Richtung. Aber nur am Anfang. Ich will, dass sie das versteht und dass sie das macht. Wie tief geht sie, das entscheidet sie. Wie oder sie oben bleibt, das entscheidet sie auch. Mache nur mit. Es ist die Reihenfolge. Erstmal eine kleine Führung, damit sie das versteht. Zweitens, sie macht das aktiv, aber aktiv machen. Nicht so viel warten, was will der Mann genau hier? Nein, 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 nein. Unsere Schritte sind ziemlich langweilig, aber ihre Schritte, so. Also sie soll entscheiden, wie sie tanzen will. Dann, dritte Phase, ich muss mitmachen. Mitmachen, sie braucht Stütze, ich gebe ihr Stütze. Sie braucht die Hand, sie braucht die andere, sie braucht Rotation, sie braucht Haltung. Ja? Das alles gebe ich ihr, damit sie das machen kann. Bei der Vorbereitung vor der Parade, ich versuche das Beste zu geben, also Form. Ja, wichtig ist, die Form zu haben. Nicht so, irgendwann streckt sich, nein, Form von Anfang bis Ende. Nachdem haben wir das gemacht. Vorseite, Rückseite, vor. Und das heißt Hiro. Es wäre ideal, wenn wir einen ganzen Hiro machen. Also wir fangen hier an und wir machen das bis hier. Wie funktionieren meine Schritte? Ich strecke das Bein für die Parada und dann dieses Bein bleibt ohne Gewicht. Jetzt drehe
Ich kreuze hinten, ich ziehe das ran, ich kreuze. Jetzt befreie ich den vorderen Fuß und noch eine Parade am Ende. Wie passen wir das an? Alles. Wenn wir die Fersen heben. Wie heben wir die Fersen? Wie wir gezeigt haben, wir können die Fersen so heben. Aber wir können die Fersen auch so heben. Also das heißt, wenn wir die Knie einbeugen, so nach vorne, brauchen wir die Ebene nicht anpassen. Und das ist genau, was wir hier machen. Da, Achtung, da. Dieser Fuß ist frei, da. Ferse heben. Jetzt befreien. Jetzt muss ich wieder anpassen. Was mache ich? Genau das Gleiche. Ferse. Okay, so muss ich die Ebene nicht verändern. Ach, ich wollte Bonus sagen. Okay, gut. Ja, bei dem Hero haben wir, also zur Erinnerung nur, ist wichtig, mit dem Körper zu gehen. Nicht andeuten, ja, oder versuchen zu drehen, früher als das Gewicht da ist. Der Körper muss zuerst gehen, dann passe ich erst an den Schritt. Ich gehe. Und bei dem Rückwärtsschritt haben wir gesagt, wichtig, Rotation. Nicht nachgeben oder mit drehen, sondern genau Gegenteil, öffnen. Und jetzt schon? Ja. Bonus! Nach der letzten Parade, hier, Barrida, sie geht rüber, Sacada Americana. Von dieser Seite, Barrida, sie geht rüber. Jetzt gehe ich weg, Sacada Americana. Wie funktioniert das? Diese Barrida, das ist eine Sache, das funktionieren kann oder nicht. Vielleicht funktioniert das nicht. Warum? Weil sie die Barrida macht. Also ich mache mich ein bisschen schwer, ich deute hier an, ich mache ihr, damit sie das versteht. Kann sein, dass sie das nicht versteht und einfach rüber geht. Wenn das passiert, was mache ich? Keine Ahnung, passe ich mich an. Aber ich sollte gar nicht machen, so wie ich schon mal gesagt habe, jetzt, ich wollte eine Barrida, wieso hast du sie nicht gemacht? Also auf keinen Fall. Ich sollte mich immer zu der Situation anpassen. Dann, sie hat die Barrida gemacht, was kommt danach? Sie geht hier rüber. Und jetzt will ich, dass sie eine Sacada macht. Das ist noch eine Sache, die sie wahrscheinlich nicht machen wird. Sie sollte eine Sacada machen. Was würde sie normalerweise versuchen? Hier rüber zu gehen. Also hier ist meine Aufgabe, allein weg von der Position zu gehen.